Das Abitur haben wir in der Tasche und wollen einfach nur rauskommen. Aber rauskommen ist in diesen Zeiten nicht immer einfach. Also passen wir unsere Reise den Bedingungen an. Wir wollen in die Niederlande mit dem Wohnmobil meiner Großeltern. Der Zug bringt uns Anfang Oktober vom Bodensee nach Bielefeld, von wo aus wir starten. Unser einziges Ziel ist es, unterwegs zu sein, ohne genaue Route, ohne Zeitplan, einfach spontan sein. So gut es eben geht. Unsere Reise ist kein klassischer Sommerurlaub, im Gegenteil, wohl eher eine windige Herbstreise, beeinflusst von der sich ständig wandelnden Corona-Situation. Um die letzten Sommertage nutzen zu können, wollen wir erstmal die unbewohntere Nordküste entlangfahren und viel draußen im Freien sein. Wenn es dann herbstlicher, regnerischer und kälter wird, wollen wir südlich ins Landesinnere der Niederlande und in den Straßen von Den Haag, Amsterdam und Rotterdam Unterschlupf suchen. Soweit der Plan. Nach ein paar Tagen Fahrtraining mit Millos Opa starten wir unsere Reise an einem verregneten Sonntagvormittag. Unser Ziel ist die Nordsee. Wir wollen unsere erste Nacht im Wohnmobil am Meer verbringen und dann am nächsten Tag über die Grenze. Breite deutsche Autobahnen sind erstmal perfekt, um sich an das Woni zu gewöhnen. An der Küste angekommen, halten wir auf einer ehemaligen Bohrinsel, vertreten uns die Beine und kochen uns was. Am Abend haben wir das unvorhersehbare Glück, noch einen wunderschönen Sonnenuntergang mitzubekommen und übernachten vorm Deich auf dem Parkplatz. Der nächste Morgen stellt uns dann vor ein ungewöhnliches Problem. Der Scheibenwischer geht nicht mehr aus, ohne dass die 3 riesen Scheibenwischblätter mitten auf der Scheibe bleiben. Nach Schlüssel drehen und rumprobieren schaffen wir es, indem wir die Sicherung vom Scheibenwischer im richtigen Moment ziehen. So klappt es dann die restliche Reise. Dann geht's weiter, über die Grenze. Wir sind froh, dass die Straßen erstmal recht leer sind. Die Testfahrten waren zwar echt sinnvoll, aber ein 6,5 Meter Auto ist dann doch eine Umstellung. Die langsame Beschleunigung, der lange Bremsweg und ein Gefühl für die Breite kommt so langsam auf unserer Reise. Von Anfang an war uns klar, dass das Woni-Fahren eine Herausforderung wird, die uns aber bestimmt viel Sicherheit beim Autofahren generell geben wird. Wir sind noch in der Probezeit und fahren beide zu Hause recht selten Auto. Das Woni wurde aber im Laufe der Reise zu unserem treuen und gutmütigen Begleiter und trug uns mit seinem tief brummenden Motor sicher durch das Land. Tagsüber ließ es uns auf Supermarktparkplätzen kochen und nachts bot es uns überall einen trockenen Schlafplatz. Unseren zweiten Tag verbringen wir mit Schafen und Windrädern an der Küste und lassen uns den wilden und unbändigen Meereswind um die Ohren sausen. Plötzlich scheint die Welt sich langsamer zu drehen. Unser Tagesablauf wird von dem Tageslicht draußen bestimmt. Wenn es dunkel wird man auf den kleinen Woni-Raum beschränkt. Die Sonne geht anfangs um 7 unter, am Ende unserer Reise schon um 6. Ohne Internet, kaum Strom und einem kleinen Raum bekommt Zeit eine ganz neue Dimension. Vor allem nach den vorherigen stressigen Abi-Monaten, in denen Zeit wie ein wildes Biest schien. Zeit wird auf unserer Reise etwas Friedliches. Wir beginnen zu lesen, Hörbuch zu hören, zu kochen und früh ins Bett zu gehen. Die Wochen vor uns scheinen wie leere Hüllen, die wir füllen können, mit allem, worauf wir Lust haben. Meine Traumvorstellung der letzten Monate. Wie sich später herausstellt, jedoch ein Fluch und ein Segen zugleich. Also entspannen wir, schlafen aus, lassen uns treiben und fangen an, Russisch zu lernen. Stetig geht es dann die Küste weiter. Was дела? Господин президент, как у вас дела? Wir fahren immer noch durch ein eher untouristisches Gebiet der Niederlande in Richtung des Nationalparks Lauwersoog. Dort halten wir auf unserem ersten offiziellen Stellplatz, der ein Yachthafen ist. Drumherum sind erstaunlich viele Bootsanlegestellen mit schönen traditionellen Booten und wir finden einen Kunstwanderweg, den wir direkt als Spielplatz zum Fotografieren nutzen. Die betretbaren Netztrichter sollen die Größe der Fischfangnetze zeigen, denn der Ort ist geprägt von Krabben- und Fischfang. Diese Röhre ist eine Bushaltestelle, die vor Regen und Wind schützen soll, denn der Wind weht hier ununterbrochen.
Wir sind erstaunt, wie schön der Ort ist und wären bestimmt auch länger geblieben, wenn wir gewusst hätten, dass es das erste und letzte Mal auf unserer Reise sein würde, dass wir gebrauchbares Internet haben. Wir wollen unbedingt auf eine der Inseln und entscheiden uns recht spontan, mit der Fähre einen Tagesausflug auf die Insel Sriremonik-Och zu machen. Die Insel ist von Fahrrädern geprägt. Nach einer 50-Minuten-Fahrt legt die Fähre an und alle Berufspendler und die wenigen Touris, die hauptsächlich Vogelfotografen sind, stürzen sich direkt auf den Fahrradverleih. Hier sehen wir das erste Mal so wirklich, dass Fahrräder das Transportmittel Nummer 1 in der Niederlande sind. Jeder Niederländer besitzt im Schnitt 1,3 Fahrräder. Es gibt also mehr Fahrräder als Menschen in diesem Land. Das wahre Ausmaß dieser Begeisterung wird uns dann in den Großstädten bewusst. Wir haben zwar Fahrräder auf dem Woni, Leihen auf der Insel ist aber günstiger, als ein Extra-Ticket für die Fähre zu kaufen. Uns fällt auf, dass die günstigen Fahrräder des Verleihs keine Schaltung haben und keine Bremsen am Lenkrad, sondern nur sanfte Rücktrittbremsen. Der Grund ist plausibel. Wieso schalten und bremsen, wenn es sowieso nur flach geradeaus geht? Die Leute verteilen sich schnell auf der verschlafenen und noch im Nebel gehüllten Insel und wir beginnen unseren Marsch durch die sandigen Dünen und hohen Gräser. Nur ab und zu entdecken wir einen Vogelfotografen, der mit seinem riesigen Teleobjektiv begeistert im Gebüsch hockt. Wir laufen weiter in Richtung Meer und haben das Glück, dass gerade Flut ist und dass wir das erste Mal wirklich Wellen sehen, statt wie am Festland immer nur kilometerweites Watt. Also frühstücken wir und wandern weiter. Wir finden einen alten Schulbus, der als offene Kunstwerkstatt umfunktioniert wurde. Weiter geht's an der Küste entlang. Tage, die wir als Reisetage planen, entpuppen sich als eine 45-Minuten-Fahrt. Das Land, das wir bereisen, ist überproportional klein und aus unseren geplanten Roadtrip-Tagen wird eher eine gemütliche Morgenfahrt, wenn wir Ort wechseln wollen. Besser für die Umwelt und unsere Spritkosten aber allemal. Unser nächster großer Stopp ist ein sehr außergewöhnliches Museum, mitten auf dem Meer, also indirekt, denn es ist auf einem 36 Kilometer langen Deich übers Meer gebaut. Das Museum hat Milo durch seine auffällige Architektur auf Google Maps gefunden und wir wollen es uns unbedingt angucken. Bei der Ankunft haben wir erstmal abgewartet, bis eine riesen Schulklasse das Museum verlassen hat. Das war die Empfehlung der Rezeptionistin. In der Zwischenzeit hat Milo das Woni auf links gedreht, seine Lieblingsbeschäftigung, und hat eine alte Pocketkamera gefunden, deren Film seit 2007 abgelaufen ist. Wir schießen die restliche Reise aber auf gut Glück Fotos. Ob die was geworden sind, sehen wir dann erst, wenn wir wieder zu Hause sind. Das Museum ist total modern und interaktiv. Es erzählt von tragischen Sturmfluten, dem Deichbau und Landgewinnung. Die kreative Art und Weise, mit der diese Nation sich an das oft unter dem Meeresspiegel liegende Land angepasst hat, wird uns bewusst. Allein Amsterdam liegt 2 Meter unter dem Meeresspiegel. Nach den schützenden Deichen ist das Land komplett flach und wenn es mal eine Steigung gibt, dann weil es eine Brücke über einen Fluss ist oder ein weiterer Deich. Eine Umstellung, wenn man sonst das hügelige Süddeutschland kennt, mit seinen gigantischen Alpen im Hintergrund. In der Niederlande macht einem bloß der Wind einen Strich durch die Rechnung, wenn man gemütlich mit dem Fahrrad über die Deiche am Meer entlangfahren möchte. Das war der erste Teil unserer Reise. Im zweiten Teil fahren wir dann die Westküste weiter runter. Wir besuchen einen wunderschönen Nationalpark, lassen unsere Drohne richtig fliegen und kommen das erste Mal in den Großstadtverkehr von Amsterdam, Den Haag und Rotterdam.